Wie viel Geld gibst du in einer Woche aus? Boah, das ist eine gute Frage. Boah, weiß ich nicht. Das ist eine richtig peinliche Frage, weil ich glaube, alle Menschen, die ich kenne, haben das schon mal gezählt. Aber ich habe das noch nie gemacht. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, wie viel Geld ich in 7 Tagen ausgebe, wenn ich nicht drauf achte. Und dieses Video ist gesponsert von NordVPN. Und darüber bin ich ganz schön froh. Um einen Überblick zu bekommen, welche Kosten ich auf jeden Fall habe, musste ich erst einmal meine Fixkosten ausrechnen. Was denkst du, wie viel Geld gebe ich in einer Woche aus? Wie viel Geld gibt Josef in einer Woche aus? Boah. Ich würde mal schätzen, du bist ein bisschen älter als ich, aber du hast kein Auto. Also ich bin schon eine Kandidatin, die viel Geld für Essen ausgibt. Also bei mir sind das im Monat so ungefähr 400 € und ich schätze dich als jemanden ein, der vielleicht noch ein bisschen häufiger essen geht, als ich das mache. Also dass du irgendwie auch mehr so Auswärtstermine hast, die irgendwie mal mit Essen verbunden sind. Hast keine Kinder? Ich würde sagen, dass du das ähnlich machst wie ich. Also dass du ja niemand bist, der irgendwie protzen muss. Pro Woche 650 €, sag ich jetzt einfach mal. 500 €, machen wir mal rund. Gibst du aus. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, meine Fixkosten pro Woche betragen 450 € würde ich mal sagen. Warmmiete für meine Wohnung. Strom, Internet, Telefonieren unterwegs und zu Hause. Versicherungen aller Art. Krankenversicherung, Privatrente, Haftpflicht. Dann noch die Streaming-Services. Amazon, Netflix und natürlich das Fitnessstudio. Die Kontogebühren für mein Privatkonto und mein Geschäftskonto. Und natürlich Apps und Programme wie Adobe, Universe Software und auch NordVPN. Und rechnen wir diese Zahl jetzt durch 4, sind wir bei meinen Fixkosten pro Woche. Okay. Also meine Fixkosten pro Woche sind 563,65 € plus allem, was ich jetzt diese Woche noch ausgeben werde. Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich ziemlich sparsam bin. Aber leider greife ich manchmal recht impulsiv zu und kaufe mir Kleinigkeiten, einfach weil ich gerade Lust drauf habe. Das sind jetzt beispielsweise nur 2,75 €, aber auf Dauer summiert sich das natürlich ganz schön. Mir fällt manchmal gar nicht auf, wie viel Geld ich unterwegs für Kleinigkeiten ausgebe. Und wie schnell man im Internet mal was kauft und sich das dann summiert. Also habe ich diese Woche jede Ausgabe, die ich gemacht habe, aufgeschrieben, alles notiert und meinen Umgang mit Geld mal genau unter die Lupe genommen. Und dann ging's los. Ich habe eine recht normale Woche vor mir, größtenteils Arbeitszimmer und Büro, aber ich habe auch 1-2 Auswärtstermine. Das heißt, bin ich auch mal unterwegs und da gibt man ja bekanntlichermaßen am meisten Geld aus. Ich bin gespannt. Ich lebe in der Luxussituation, dass ich bisher nicht wirklich darauf achten musste, wie viel ich bei einem Einkauf ausgebe. Heute habe ich es mal gemacht. Es waren 24,97 € und dann nochmal 3,75 € für ein Brot, was ich noch im Reformhaus gekauft habe. Ich bin mal gespannt, wie viel ich alleine für Essen ausgebe, weil so richtig auf dem Schirm habe ich das nicht. Am Wochenende hat es meinen alten Rucksack zerfleddert. Das heißt, ich brauche einen neuen und habe jetzt gerade online einen bestellt. Das war der erste Tag. Der erste Tag. Wie hast du von zu Hause aus Geld und Geld ausgeben gelernt? Also Risiko versus Sicherheit. Boah, also ich bin sehr, sehr schwäbisch aufgewachsen und ja, ich glaube, das merkt man auch heute einfach noch wirklich daran, dass ich so sehr akribisch bin mit den ganzen Ausgaben und sehr so fokussiert bin auf Sparen und ja, ich weiß nicht, ich glaube, meine Familie ist da generell ziemlich ängstlich eher. Von zu Hause aus gelernt, war eigentlich immer Geld knapp. Also so wie ich es kennengelernt habe, bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Also sobald ich mein eigenes Geld verdient habe, habe ich da mir auch selber Gedanken gemacht über meine Zukunft. Tatsächlich auch schon über Altersvorsorge mit 18 Jahren, sehr erwachsen vielleicht. Und habe dann gesagt, nee, das muss eigentlich von vornherein, so, je früher ich anfange, desto besser. Ich wurde auf jeden Fall nie wirklich verwöhnt und meine Eltern waren immer recht sparsam oder zumindest sehr, sehr bewusst. Die kaufen auch sehr bewusst ein. Das fand ich immer schon ganz cool. Weil meine Augen im Moment so trocken sind, habe ich mir von meiner Augenärztin Augentropfen verschreiben lassen. 15 € haben sie gekostet. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war nur ungefähr 3 Stunden weg und habe einiges an Geld ausgegeben tatsächlich. Einmal habe ich das Geschäftsessen bezahlt, dann habe ich mir noch eine Kleinigkeit unterwegs gekauft, weil ich zu Fuß gegangen bin. Und zurück musste ich aber aufgrund von Terminschwierigkeiten ein Uber nehmen und habe da auch nochmal Geld bezahlt.
Als ich anfing, darauf zu achten, wie viel Geld ich wirklich ausgebe, fing ich auch an, mir mehr Gedanken über Geld an sich zu machen. Natürlich vor allem auch über die klassische Frage, ob Geld wirklich glücklich macht. Manchmal macht der Gedanke darüber, was man mit Geld machen kann, glücklicher als das Geldausgeben selber, haben Forscher herausgefunden. Und das kann ich bei mir bestätigen. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass jemand aus NRW 90 Millionen Euro gewonnen hat. Und ich habe mir natürlich sofort die Frage gestellt, was würde ich denn mit 90 Millionen Euro machen? Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich mir kaufen könnte, wem ich aber auch helfen könnte und welchen Organisationen ich auch Geld spenden könnte. Aber das Schönste daran war, mich hat der Gedanke daran total entspannt. Das heißt, alleine darüber nachzudenken, was ich machen könnte, welche finanziellen Sorgen und Ängste ich einfach wegwischen könnte, hat schon zu einer inneren Entspannung geführt, obwohl ich keinen Cent gewonnen habe. Es ist 8 Uhr früh und ich habe heute bereits mein erstes Geld ausgegeben. Ich habe mir für 7 Euro mein Album des Monats gekauft, und zwar Telephone von No Name. Am Donnerstag ging ich erneut einkaufen. Ich kaufte eine Schriftart, weil mein Merch bald kommt und ich eine Schrift kommerziell nutzen möchte. Und ich habe ein Game für die Switch gekauft, weil ich bald eine lange Zugfahrt vor mir habe. Und für 113,49 Euro habe ich ein bisschen mehr Ordnung in mein Arbeitszimmer gebracht. Jetzt sieht es hier fast so aus wie bei Marie Kondo zu Hause. Am Freitag bestellte ich mir für 15,30 Euro Mittagessen. Ich kaufte ein Buch für 18,99 Euro und 2 Brillen für 989,98 Euro. Okay. Was? Jetzt kam heute natürlich nochmal ein mega krasser Posten. Zum Arbeiten brauchte ich eine neue Brille. Und zwar habe ich mir dann direkt 2 besorgt, weil die verschiedene Dinge können. Trotzdem krass, weil das natürlich nicht irgendwie jetzt groß absetzbar ist und meine Krankenkasse zahlt da leider auch nichts zu. Was ist das teuerste, das du dir je gekauft hast? Das teuerste, was ich mir je gekauft habe, ist mein Klavier. Das hat an die 5.000 Euro gekostet, weil ich das damals auch noch bei einem Laden gekauft habe in Augsburg, in meiner alten Heimatstadt. Und die haben das hierher geliefert nach Berlin. Ich bin ja auch recht jung. Also ich kann jetzt nicht so Sachen sagen wie ein Haus oder ich habe auch keinen Führerschein. Ich habe auch noch nie ein Auto gekauft. Das teuerste, was ich je gekauft habe, ist tatsächlich die Kamera, in die ich gerade auch hineinspreche. Hast du Schulden? Nee, gar keine. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich nie richtig Schulden gemacht habe. Nee. Ich hatte noch nie wirklich Schulden. Ich hatte nur mal bei meinen Eltern Schulden, weil die mir Geld für eine Kamera vorgestreckt haben. Mit Objektiv und Speedbooster, glaube ich, 3.000 Euro. Und ich habe dann Zeitungen ausgetragen und das über so ein halbes Jahr oder ich glaube ein Jahr abbezahlt. Wenn man es sich aussuchen kann, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, das Geld eher in Reisen zu stecken, in gut essen gehen, in ein Konzert, in Events und nicht in materielle Dinge. Weil diese Erinnerungen sind uns am Ende mehr wert. Wie glücklich macht euch eigentlich Geld? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ja, ich habe Samstag und Sonntag keinen Cent mehr ausgegeben. Das war ganz gut, da habe ich wirklich mal drauf geachtet. Ich bin gespannt. Morgen geht's los. Morgen wird alles zusammengetackert. Okay, jetzt kommt die ultimative Wochenzusammenrechnung. Ich habe eine grobe Ahnung. Das ist jetzt ohne die Fixkosten, aber wir müssen erst noch was rausrechnen. Und zwar, die Brillen würde ich rausrechnen, weil das ist keine normale Wochenausgabe. Also meine Fixkosten von 563,65 Euro zusammen mit meinen Wochenkosten gerechnet. Fuck. Also ich finde das gerade wirklich ein bisschen erschreckend. Ich habe nicht mit einem so hohen Betrag gerechnet. Wir landen bei einer Wochenausgabe von über 1.000 Euro und ich bin ein bisschen schockiert. Das ist jetzt ohne die Brille. Ich finde es trotzdem echt krass, weil ich nicht im Ansatz damit gerechnet hätte. Weil ich natürlich ja weiß, was ich verdiene, also was reinkommt an Geld und es bleibt immer eigentlich genug übrig. Aber das sollte ich dringendst halbieren. Und darüber mache ich mir jetzt Gedanken und vielleicht gibt es ein Folgevideo, wie ich es schaffe, diesen Betrag zu halbieren. Weil ich finde, das ist für mich ein zu hoher Wochenbetrag. Das ist echt krass. Ich werde das mal nur für den Spaß nochmal Ikea und den Rucksack rausrechnen. Da bin ich immer noch bei 821,49 Euro. Cool. Boah. Wofür hast du schon mal Geld verschwendet?
Ich glaube, es passiert mir relativ selten, dass ich Geld verschwende. Ich hatte so eine kurze Phase, wo ich noch DVDs gekauft habe, so an der Endphase, als dann irgendwie Streaming schon so langsam angefangen hat. Das war jetzt rückblickend eine ziemlich dumme Investition. Also ich habe letztens aus Versehen ein Ticket gekauft, wo ich dann gemerkt habe, oh fuck, das war die falsche Woche. Also dann konnte ich es zurückgeben, aber ich konnte nur 25% vom Kaufpreis zurückbekommen. Das heißt, von diesem Ticket habe ich sofort, das waren glaube ich 100 Euro, habe ich direkt 75 Euro verbrannt. Ich habe letztes Jahr Urlaub gemacht in Griechenland. Wollte einfach noch 2-3 Tage länger Urlaub machen. Ich weiß, das klingt wie es ist auch ein richtiges Luxusproblem. Und ich habe einfach einen Flug 3 Tage später gebucht und habe mich noch 3 Tage länger in Griechenland aufgehalten. Ja, und das war halt eigentlich logisch betrachtet schon ein bisschen dämlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, ein Like da lasst und das Video teilt. Dieses Mal ging es um das Geld, was ich in 7 Tagen ausgebe. Wir können auch gerne mal über das Geld reden, was ich in 7 Tagen einnehme. Ich glaube nur, dass es nicht ganz so spannend ist, weil ich Selbstständiger bin. Oder mega spannend, wenn ich die richtige Woche erwische. Wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. Bis ganz bald.